Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, zu einem erneuten Video. Ich danke euch erneut fürs Einschalten und heute haben wir einen brandneuen Belag der K3-Reihe und zwar den Tipa K3 Pro. Und ja, wir schauen ihn uns an, vergleichen ihn auch natürlich mit dem K3, den wir ja bereits auf diesem Channel getestet haben. Lasst gerne einen Kommentar da, was wir noch besser machen können, was euch schon gefällt und viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zu den Eigenschaften des K3 Pro. Im Vergleich zum Vorgänger, dem K3, ist er sogar noch härter. Und das, obwohl der K3 schon einer der härtesten Belege war, die ich je gespielt habe. Er hat einen Härtegrad von 55 Grad, was ihn tatsächlich zum härtesten Belag, den ich bis jetzt probiert habe, macht. Wir haben ihn hier in der maximalen Dicke von 2,3 getestet, wo ich auch sagen muss, für mich persönlich ist das etwas zu dick. Das heißt, ich würde empfehlen, nehmt euch den 2,0er, weil ansonsten merkt ihr auch, wenn ihr einen Aufschlag macht zum Beispiel, dass ihr gar nicht den Belag richtig, den Schläger richtig greifen könnt, weil es so dick ist. Außer ihr habt gigantische Hände. Ja, ansonsten hat er eine Hybridoberfläche, die allerdings nicht so klebrig ist wie bei anderen Hybridbelegen, die aktuell auf dem Markt sind. Das heißt, wir konnten nicht mal direkt nach dem Raufkleben einen Ball hochheben und ja, das geht mit den meisten anderen Hybridbelegen schon. Im Spiel über dem Tisch und der Eröffnung fand ich ihn tatsächlich schlechter als andere Hybridbelege. Das heißt, durch die extreme Härte des Belags fand ich es schwerer. Man hatte nicht diese gewohnt lange Kontaktzeit von Hybridbelegen, wie zum Beispiel beim Dicknix 09C, sondern man hatte wirklich relativ kurze Kontaktzeit. Der Ball hat sich nicht angefühlt, als ob er wirklich in den Belag einsinkt, und das machte das Ganze etwas unkontrollierter. Im Konterspiel fand ich ihn gewohnt gut, so wie auch der K3. Das heißt, das geht ohne Probleme. Er bietet viel Impulse, man muss nicht viel machen und es kommt ordentlich Tempo aus dem Belag raus. Das hat sich auch beim Topspin gezeigt. Das heißt, man konnte mit relativ wenig Aufwand viel Tempo und Spin erzeugen. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass der Ball ziemlich schnell rausgeht. Das heißt, man muss schon aufpassen und den Belag kontrollieren können. Overall muss ich sagen, gerade hinterm Tisch hat er sich gut angefühlt, im offenen Spiel auch. Das heißt, Endschläge, Offensivschläge gingen alle super gut damit, auch wenn natürlich etwas mehr rüberging als sonst. Das liegt aber einfach daran, dass er sehr schnell ist und sehr fehlerunverzeihend. Für mich ist der K3 auf jeden Fall die bessere Wahl im Vergleich, weil der K3 Pro meiner Meinung nach nicht viel besser macht und der K3 im Vergleich dazu noch etwas weicher, etwas kontrollierter, etwas fehlerverzeihender ist. Die Haltbarkeit kann ich jetzt noch nicht sagen, da wir ihn erst zweimal gespielt haben. Ich werde euch allerdings mal in einem zukünftigen Video darauf hinweisen. Bei dem K3 war es rückwirkend so, dass er sich tatsächlich gar nicht lange gehalten hat. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es beim K3 Pro ein ähnliches Verhalten aufweisen wird, was dann bei dem hohen Preis, finde ich, etwas schwierig zu rechtfertigen ist. Zusammenfassend lässt sich noch sagen, für mich ist der Belag nix, er war mir etwas zu hart, ich würde ihn daher nicht weiterempfehlen, außer man mag sehr harte Belege, aber auch da denke ich, wäre der K3 eine bessere Wahl. Gerade bei dem hohen Preis, finde ich, bekommt man hier zu wenig im Vergleich zu den anderen Belegen, die aktuell auf dem Markt sind. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Schreibt doch gerne mal einen Kommentar, falls ihr den Belag auch schon gespielt habt oder den K3 gespielt habt und wie eure Erfahrungen mit dem Belag waren. Dann sehen wir uns nächstes Mal und ciao.